Der Crosscamp, hier steht er. Ja, der Crosscamp auf Toyota-Basis, das ist ein absoluter Hingucker, denn er wurde nochmal richtig schön veredelt. Wir sind heute in Wittlich bei Trendfahrzeuge. Ich grüße dich, Marco. Hallo. Ja, der ist ziemlich schick und ich sag mal, überhaupt das Modell ist unglaublich beliebt. Auf jeden Fall. Das Fahrzeug ist jetzt seit 2 Jahren auf dem Markt und dieses Jahr ist er dann richtig eingeschlagen. Schwarzes Dach, das steht im Auto unglaublich gut. Die Antenne ist noch nicht montiert. Aber wenn der so kommt, die meisten Leute, die vermuten ja gar nicht, dass das ein voll ausgebauter Camper ist, oder? Ja, genau. Mit dem Night-Paket kann man optisch da noch einiges rausnehmen. Normalerweise ist der Grill dann in Silber gehalten und hier in dem Fall dann auch mit Night-Paket das Dach und die Spiegel noch in Schwarz lackiert. Ja, das ist eine Co-Produktion, gibt es ja von mehreren Herstellern. Der Ausbauhersteller ist jetzt? Das ist in dem Fall Crosscamp und da steckt Detlefs bzw. Hymer dahinter. Super. Also es gibt den ja auch noch von Pössl. Das heißt, also dann ist er meistens auf Basis Citroën, oder? Genau, richtig. Bei Pössl gibt es den auf Basis des Citroën, wird dann aber auch sogar im selben Werk gebaut in Isny im Allgäu bei Detlefs. Ist der quasi baugleich, kann man das sagen? Oder gibt es da Unterschiede? Ich sag mal, vom Grundgedanke ist der baugleich. Allerdings hat der Crosscamp jetzt, kommt er mit mehr Ausstattung und auch ein bisschen anderes Design und ich sag mal Schrankaufteilung etc. Gibt so ein paar Kleinigkeiten, die anders sind. So, die haben dazugelernt. Ich kenne das Auto von vor 2 Jahren. Da war ich nicht so ganz zufrieden. Mittlerweile, wenn man so mit den Leuten spricht, die sind sehr zufrieden. Haben die so die Kinderkrankheiten alle behoben? Ja, jetzt bei dem Crosscamp, da ist dann eine neue Generation drauf von dem SCA-Dach. Der hat einen neuen Verschluss. Dann passiert es auch nicht mehr so schnell, dass man da mal, sage ich mal, ein Löchelchen in den Stoff gemacht hat. Das geht ja ohne Probleme. Und ansonsten, sage ich mal, haben die so ein paar Sachen, die bei den Camps dann nicht ganz so toll gelöst waren, wie jetzt im Kofferraum zum Beispiel, sehen wir gleich, gibt es so ein paar Sachen, die sie einfach besser gemacht haben. Der Spoiler ist ja scharf, oder? Der kommt von Irmscher, ja. Der ist jetzt kein Serienausstattung oder nicht direkt von Crosscamp. Den habt ihr drauf gemacht, ne? Den haben wir nachträglich drauf gemacht. Also ich muss dir mal zeigen, das ist ja fett. Und dann noch in Schwarz, genauso wie das Dach. Das bedeutet, also ich habe eine richtig tolle Optik jetzt hinten drauf. Ist natürlich ein bisschen schwer darzustellen, jetzt geht's. Ja, toller Spoiler. Der war nicht ganz billig, oder? Ja, ist jetzt mit einkalkuliert im Preis. Also genauer Preis von dem Spoiler kann ich das leider nicht so ad hoc sagen. Gibt es auch ohne Spoiler, wenn ich will? Gibt es auch ohne Spoiler natürlich. Und den Spoiler gibt es sogar in 2 Versionen. Einmal ein bisschen dezenter noch und das da ist jetzt der, sage ich mal, die lange Theke, genau. Die lange Theke. So, das Coole ist, ich habe 2 große Schiebetüren. Also viele Leute verwenden das ja praktisch als Family-Fahrzeug. Wir hatten gerade jemanden draußen mit dem Fahrradträger. Länge knapp 5 Meter? Genau, 4,95 Länge, 1,99 Höhe. So kommt man auch in jedes Parkhaus rein, was halt für die meisten Kunden in dem Segment auch wichtig ist, genau. Und selbst wenn man die Crosscamp Markise dran macht, kommt man vielleicht maximal noch 1 Zentimeterchen hoch. Das heißt, das passt immer noch mit dem Parkhaus. Ich habe 2,4 Meter, da muss ich schon immer gucken im Volkswagen. Ja, hier vorne sieht man den Landstromanschluss. Wir haben hier natürlich AdBlue-Technik von Anfang an gehabt. Das heißt also, der säuft AdBlue oder geht's? Da habe ich jetzt keine Erfahrung selber mit, wie viel Wahrscheinlich der ganz normal. braucht. Ja, also die Citroëns, also PSA-Motoren, die verwenden das ja schon lange und die sind da auch Profis drin. Also die Motoren laufen super. Prima. Er ist sehr leise. Also wenn jemand irgendwas berichtet über das Auto, dann sagt er fährt sich definitiv wie ein PKW. Er ist wirklich wie ein PKW. Also das Geräuschvolumen ist unglaublich leise. Das ist das, was die Leute sagen. Genau, da ist auch wieder die Abdichtung vom Dach. Und sollte da einer drüber klagen, dass es mal ein bisschen lauter wird, dann ist das einfach eine Einstellungssache. Wenn sich das, sage ich schon, ein bisschen gesetzt hat, muss man ein bisschen nachstellen. Und dann, die Möbel hauptsächlich, gell? So ein bisschen? Oder? Ne, Möbel eigentlich gar nicht, also kann man nicht sagen. Aber ne, ich sage Dach. Ne? Dach. Ach so, das Dach, dass das mal ein bisschen quietscht oder so? Ne, aber der Verschluss, wo man das zuzieht, sage ich mal, zu lose ist, da muss man halt einfach ein bisschen nachjustieren. Ne? Dafür ist auch die Crosscamp-Jahresinspektion da, wo man das alles mal checkt.
Das meinst du, okay. Dass der Verschluss ein bisschen, jetzt habe ich es verstanden. Wenn du mal kurz aufmachst, bitte. Zentralverriegelung hat er mit drin, er hat Keyless Go. Genau, richtig. Also kann man auch den Schlüssel einfach in der Hosentasche haben und drückt nur hier an der Seite drauf. Und schon geht's auf. Ja, es ist ziemlich automotiv. Das heißt, das Grundmodell, das ist ja, ich sag mal, eigentlich ein PKW, wenn man so will. Genau, ist der ganz normale Pro Ace Verso. Ich zeig's mal gerade hier vorne. Die Version, die hier jetzt da, das ist wahrscheinlich ein Diesel, oder? Genau, das ist der 2 Liter 150 PS. Das ist jetzt noch einer der letzten, die kamen von der 2020er Baureihe. 2021er Baureihe hat dann 144 PS und dann die neueste Schadstoffnorm. So, das ist jetzt ein Schalter. Wie viele Leute nehmen denn die Automatik? Da muss ich natürlich genau gucken, wie viel da prozentual ist. Aber ja, kann man schon fast sagen. Ne? Zum Glück gibt es jetzt dann nächstes Jahr auch mit diesem kleineren Motor die Wandlerautomatik. Vorher war das ja dem großen Motor vorbehalten. Und dann denke ich, dass wahrscheinlich noch mehr Leute darauf umsteigen werden, weil es halt einfach für einen Urlaub zu fahren, im Stau mal Stop and Go, einfach entspannter ist. Ist es schwer, die zu drehen, die Sitze? Sag mal bitte. Oder ist es? Gehen wir einmal rum. Gehen wir einmal rum, ja, gerne. Ich will gerade mal zeigen, denn auch da ist es immer so, Übung macht den Meister. Einweisung bei dem Auto, wenn ich so einen kaufe, wie lange ist das? Eine Stunde? 2? Ja, eine Stunde würde ich auf jeden Fall sagen, aber wir gehen da auf die Kunden ein. Das heißt, wenn die Kunden, jetzt habe ich natürlich die optionale Tasche da. Muss ich gucken, dass das funktioniert. Ah, da ist die Tasche mit drin. Also wenn der Kunde vorher schon mal so ein Fahrzeug hatte, braucht er dementsprechend vielleicht ein bisschen weniger Einweisung. Aber wenn es länger dauert, dann dauert es eben länger. Wichtig ist, dass die Kunden auch, sage ich mal, Spaß haben an ihrem Fahrzeug. So, hier sieht man auch schon, das ist ziemlich edel gemacht. In der Mitte ist jetzt eine Leuchte. Genau, das ist die Ambiente-Beleuchtung. Das ist auch eine optionale Geschichte. Ja, welch ein Glück. Ich komme gerade von Masterwein. Wir hatten eine Weinprobe gefilmt. Ich hoffe, man merkt es nicht mehr. Aber das ist so, das Thema Freizeit macht ja einen Höllenspaß. Das heißt, also wenn man hier drin ist, will man ja einen Kühlschrank haben. Man will ja, ich sag mal, Spaß haben wie in der Freizeit. Das Dekor ist schon sehr einladend. Das ist sehr, sehr modern. Auch, ich komme hier gut rein, deiner Meinung nach? Ja, ich denke schon. Also man kommt hier gut rein. Wie gesagt, man ist schnell auch im Campingmodus, wenn man das Dach aufklappt, machen wir gleich auch mal. Kühlbox hat man einmal hinten im Schrank, auch optional. Genau, wenn du mir das einfach mal kurz zeigst, dann gehen wir mal gerade rein. Da oben nehme ich an eine Kompressorkühlbox. Genau, richtig. Das ist eine Kompressorkühlbox. Gucken wir mal, vielleicht ist auch was drin, schickes. Ah, okay. Energy Drinks von Crosscamp. Das ist tatsächlich Crosscamp Bier. Crosscamp Bier. Okay. Ja, und dann habe ich hier den Küchenblock, den kann man rausnehmen auch, wie beim... Genau, richtig. Den kann man rausnehmen. Gibt es dann ein Outdoor-Set dazu. Das sind einmal 2 Standfüße und ein bisschen längeres Kabel, dass man die halt eben unterm Vorzelt zum Beispiel nutzen kann. Ich kann es aber auch rausnehmen, wenn ich zum Beispiel jetzt das gar nicht brauche. Ich weiß, die nächsten Monate fahre ich gar nicht in Camping. Kann ich es rausnehmen, kann die Kinder von beiden Seiten einladen. Genau, richtig. Dann kann man die Küche rausnehmen. Da gibt es einen Stopfen, sage ich mal, um den von der Gasflasche das zu verschließen, dass keine Geräusche entstehen. Und dann kann man das Auto halt eben auch als Transporter nutzen. Alternativ dann auch als 7-Sitzer erhältlich. So kann man dann auch ohne Küche mit 7 Personen fahren. Was ziemlich cool ist, ich nehme an, das ist noch so, man kann, glaube ich, die Rückenlehne von der Bank stufenlos verstellen während der Fahrt, sogar relativ in einem Modus, ich weiß nicht, ob das alles so zulässig ist, aber es geht. Also ich habe das zumindest früher mal gemacht. Ist das so? Das heißt, also wenn du mal kurz drauf gehst und die Bank mal ein bisschen vorholst, dann, Vorführeffekt. Genau, ist auch am besten, wenn man sich drauf sitzt. Genau, jetzt hat es geklappt. Genau, und jetzt kann man hier, sage ich mal, einfach sich auch so hinlümmeln, wenn man jetzt den Sitz als Verlängerung holt, kann man sich natürlich hier auch... Genau, das machen wir jetzt mal. Warte mal, ich gehe mal raus, dann zeige ich das mal gerade von der Seite. Denn das ist ja so ein Wunsch von der Mama zum Beispiel. Eigentlich darf man es nicht zeigen, weil theoretisch könnte man auch so fahren. Aber das ist schon gefährlich. Man sollte also schon einen gewissen Winkel haben. Wenn du das mal gerade ein bisschen weiter hoch machst, ein kleines bisschen, denn das ist nämlich auch eine Liegefläche und jetzt könnte man ja so, und wenn ich mal kurz anschnall's, also man kann sich ja jetzt noch anschnallen so,
So. Ja, theoretisch, ja. Aber man kann dann nach unten wegrutschen. Ja, Das ist so genau, der. das ist das, wenn man unten rausrutschen kann. Also bitte niemals während der Fahrt das machen. Das ist so die Aufforderung. Ansonsten gerade, aber so ein kleines bisschen Hier sieht man auch die Warnzeichen, ne, wie es sein soll. gerade machen. So, hier oben steht's. Nee, toll. Tolles Auto. Aber ich meine, man kauft das Auto ja auch zum Camping und wenn man am Campen ist, dann kann man sich ja hier hinlümmeln, wie man gerne möchte. Sehr schön. Ja, wir machen mal ein paar Fächer auf. Ist immer so wie Weihnachten. Ich habe einmal auf der Rückseite, das können wir mal vielleicht beim Fahrersitz mal ganz kurz zeigen nochmal. Da ist wie beim Flugzeug so ein kleines Fach dabei, müssen wir nicht ganz aufmachen. Soll ich das mal zeigen? Kann ich runter machen, da können die Kinder ihr Spielzeug drauf machen oder ein Getränk. Und was glaube ich ganz wichtig ist, sind natürlich Schubladen pur. Gut, das ist immer noch ein kleiner Bus. Genau, ja, hier ist noch Zubehör drin fürs Gas und so weiter. Hier können wir ruhig auch mal reinschauen. Oh, ne, Wahrscheinlich die Bank nicht zurück. Genau. Da ist er. Genau, da ist das Frischwasser und das Brauchwasser drin. Ist in dem Fall jetzt hier 10 Liter. Gott, das langt auch. Und da vorne habe ich dann meine Spülmöglichkeit. Da kann ich mich natürlich auch drauf waschen, wenn ich das möchte. Hier noch die 2 Flammen Kochstelle, auch mit Piezo-Zündung. Gut, die Webasto-Standheizung, die kenne ich noch, die funktioniert ganz hervorragend. Ich fand es ein bisschen fummelig bei der Bedienung, also obwohl ich ja, aber das ist eine Übung, kriegt man bei der Einweisung erklärt. Genau, und da ist, sage ich mal, auch eine super Beschreibung dabei. Die zeigt immer den reelle Temperatur innen drin an, das heißt, man muss die auch mal kalibrieren im Prinzip. Wenn man das mal von Zeit zu Zeit macht, dann funktioniert die zuverlässig. Also wenn ich egal welche Fragen habe, ich kann hierher kommen und dir irgendwelche Löcher im Bauch, das geht. Richtig, genau, weil ich bin auch Techniker, ich habe auch mal Mechaniker gelernt, das heißt, ich kann auch jede technische Frage beantworten. Ja, was glaube ich ganz wichtig ist, ja, das Jahr 2020 war schon ein Hammer, oder? Das heißt, er hatte viele Kunden. Ja, ist teilweise nicht einfach. Ich sag mal, ist natürlich schön, wenn man gut verkaufen kann, aber wenn der Hof halt eben irgendwann leer ist und keine Lagerfahrzeuge mehr gebaut werden, nur noch Kundenfahrzeuge, dann sind auch wir irgendwann ausgebrannt und ausverkauft. Ja, natürlich würden wir gerne mehr Kunden glücklich machen, aber da sind die Möglichkeiten begrenzt. Auch hier beim Crosscamp sind wir jetzt noch zum Glück im Moment ganz gut ausgestattet, aber das geht alles zur Neige im Moment. Ja gut, man weiß auch gar nicht, was soll man vorordern, außerdem die Werke sind ja komplett ausgelastet. Die Fahrzeuge, die Fahrgestelle, die gehen ja auch nicht und wachsen aus dem Himmel. Das heißt, also die Hersteller müssen ja auch wissen, was da kommt. Ich glaube, damit konnte keiner rechnen, ne? Nee, nicht so richtig. Das ist wohl wahr. Und da ist es auch so, dass man halt eben immer weit vordenken muss, um halt eben auch ausreichend Fahrzeuge zu haben. Und hier ist es halt eben auch so, dass das Crosscamp bzw. Detlefs davon abhängig ist, wie liefert Toyota die Chassis an. Ne? Vor allen Dingen auch in welcher Reihenfolge, das ist auch manchmal so ein bisschen das Problem. So, fangen wir unten an. Vielleicht machen wir mal ganz kurz hinten auf, dass wir mal reingucken. Ich kann hier noch einen dritten Sitz hinten machen oder sogar noch mehr, glaube ich, geht, oder? Wenn man möchte. Genau, also der 5. Sitz ist immer dabei. Da muss man allerdings, ich gucke mal hinten rein, diese Schlafbankerweiterung rausnehmen, ja, um den dann reinmachen zu können. Hier diese Erweiterung, die muss man rausmachen, um dann halt eben noch den einen Sitz an der rechten Seite zu platzieren. Okay. Man kann das Fahrzeug auch als 7-Sitzer bestellen. Dann kann man, dann hat man noch eine Zweiersitzbank und 2 Einzelsitze dazu. Dann ist man natürlich komplett flexibel. Man kann 2 Einzelsitze hintereinander stellen, noch ein Fahrrad daneben. Dann ist man wirklich sehr, sehr flexibel. Aber muss man auch wirklich dann so bestellen, das Auto, die Auflastung nachrüsten, das geht nicht. Gut, das muss jeder selber wissen. Zu viel ist nie zu viel, sage ich immer, wenn es geht. Und man kann es abschätzen, am besten das etwas größere Chassis nehmen, oder? Ja, das hängt oft damit zusammen, sage ich mal, mit der Garagengröße des Kunden, weil der halt eben dann die ganzen Sitze auch da immer rumstehen hat. Das ist so manchmal so ein bisschen ein Hindernis. Aber wie gesagt, leider kann man es nur ab Werk bestellen und nachrüsten ist nicht möglich. Super. Ja, wir machen am besten mal so einen Schrank auf.
gucken wir da mal rein. Da kann man jetzt diverse Sachen reinmachen. Da ist auch der Elektrokasten. Genau, da ist die Absicherung von der Außensteckdose. Okay, ich habe mehrere Steckdosen auch innen. Das heißt, ich kann also meinen Föhn anschließen, wenn ich am Landstrom bin. Genau, richtig. Einmal hier, vorne am Kühlschrank ist noch eine Steckdose. Und natürlich hat man auch immer die Möglichkeit, noch weitere Steckdosen nachzurüsten. Hier ist noch ein bisschen Folie drin, hier von unserer Komfortschlafauflage. Der Tisch ist jetzt in dem Fall auch hier unten drunter, unter der Schlafauflage. Ah, ist auch neu. Das haben die ein Jahr später geändert. Genau, am Anfang, sage ich mal, hat der nur so lose im Auto gelegen beim Campster und dann haben sie ihn aber irgendwann auch hingegangen. Ja, das war fürchterlich. Also einen Platz gefunden, ja, weil der muss ja irgendwo sein Plätzchen haben, sage ich mal. Ne? Und das ist auch jetzt zum Beispiel ein Unterschied. Hier ist die Schlafauflage, ist eine Alu-Sandwich-Platte und die ist links und rechts befestigt. Das heißt, hier hebt man jetzt einfach raus und dann ist man schon fertig. Ja. Easy peasy. Ja, das hat sich viel getan. Gut, das ist jetzt auch schon 3 Jahre her, dass der kam. Ich halt einer der allerersten. Da war auch die Möbelfronten, die waren sehr empfindlich. Da irgendwie dagegen gekommen bist mit dem Fahrrad und so. Das sieht alles viel, viel schöner aus, muss ich sagen. Ist der Umbau zum Bett schwer? Jetzt hier unten? Ja, genau. Ne, das geht, sage ich mal, in wenigen Sekunden. Ich kann ja jetzt mal gerade, ich mache das Dach mal auf. Ja, mach mal auf. Mach mal fertig zum Campen, sage ich mal. Ja, du hast erzählt, es gibt ein neues Dach von SCA. Da oben ist so eine... Ah, okay, von der Seite. Ich komme mal zu dir. Das mal zeigen. Genau, man macht hier erstmal so auf. Dann sieht man jetzt hier diesen neuen Verschluss. Ne? Ich kann dir mal gerade zeigen. So macht man den im Prinzip auf. Deswegen nachstellen, okay. Genau, und dann auch einfach wieder so rein, dann ist schon wieder zu. Also das geht wirklich sehr, sehr einfach und man hat halt eben hier... Warte, ich zeig das mal gerade. Da ist so eine kleine Kugel, die rastet in da ein. Und da oben habe ich dann zusätzlich nochmal eine Sicherung, dass wenn irgendwann was passiert, das Dach nicht abhebt. Und der Bügel ist im Hochdrücken, oder? Ja, oder eher zum Runterziehen. Ich sag mal, zum Hochdrücken ist eigentlich am einfachsten, nur wirklich. Warte, ich zeig mal von außen. Jetzt geht's hoch. Ja, waren jetzt ein paar Sekunden. Da steht in meiner Anleitung drin, man muss unbedingt ein Fenster aufmachen. Ja, beim Runterziehen. Beim Runterziehen. Beim Runtermachen, weil die Luft, die oben drin ist, die muss irgendwo entweichen, sonst Das geht nicht zu. Sonst kann sich nicht richtig zusammenfalten, der Stoff. Na, hier gibt es noch Schwanenhalsleuchten. Er ist auch neu. Die haben nochmal einen USB-Anschluss dran, sodass man hier auch mal sein Handy zum Beispiel laden kann. Da oben sieht man die neuen Verschlüsse jetzt ganz gut. Ja, schon viel besser, muss ich sagen. Dann hier vorne die Lampen, die kannst du, glaube ich, auch bewegen. Genau, das sind Dometic-Stromschienen. Das heißt, die sind 12 Volt geführt. Jetzt könnte man hier zum Beispiel noch eine Leselampe einklipsen oder ein USB nochmal extra. Das geht, da gibt es Zubehör. Genau, richtig. Cool. Du bist jetzt zufrieden mit der Qualität? Ist gut? Also wir sind super zufrieden mit der Qualität. Wir haben vorher schon den Campstar vertrieben und dann eben jetzt auch den Crosscamp und wir kriegen die Fahrzeuge ja auch in die Werkstatt zur Jahresinspektion. Und ich sag mal, hier und da ist mal eine Kleinigkeit, dass mal irgendwo was klappert, was lose ist, mal ein Scharnierchen defekt ist. Aber ich denke, das ist ganz normal. Der Preis, wie jetzt hier steht, ungefähr? Der Preis, wie er jetzt hier steht, ist ungefähr 58.000 Euro. Aber allerdings ist da jetzt schon auch der Zubehör dazu. Also dabei einmal die Crosscamp Alufelgen, der Irmscher Dachspoiler und halt eben auch hier die Komfortschlafauflage und die Tasche, die schon hier drin ist. Schön. So, unten das Bett, wollten wir mal zeigen, ganz kurz. Denn auch das ist sehr einfach. Dazu Kopfstützen raus. Genau, Kopfstützen raus. Denn meistens, wenn man hier angekommen ist und die Kinder nerven, wollen ins Bett, muss schnell gehen. Das heißt, ich könnte auch im geschlossenen Zustand einfach unten die Bank umklappen. Bin dann gar nicht mehr erkennbar als Camper, wenn das Dach nicht aufsteht. Genau, dann muss man nur auf jeden Fall hingehen und muss die Lüftungsgitter vorne in die Scheiben reinmachen, weil das Fahrzeug hat keine Zwangsbelüftung. Die liegen dabei, die Lüftungsgitter? Genau, die liegen dabei. So, typischer Vorführeffekt. Wahrscheinlich haben wir irgendwas eingeklemmt. Ja, hier klemmt der Gucht. Jetzt geht's. Genau, noch ein Stückchen zurück. Jetzt habt ihr was ganz Tolles dabei, eine Komfort-Schlafauflage.
Genau, die wirft jetzt einmal hier drüber. Das ist auch empfehlenswert, glaube ich. Weil ohne. Passender Schlafsack. Und dann hat man unten, sage ich mal, schläft man sehr komfortabel. Im Crosscamp. Der geht los wo ungefähr, wenn ich so den günstigsten nehme? Jetzt im Modelljahr 2021 hat er die Sitzheizungsserie und auch ein, sage ich mal, Doppeldinnenradio, was mit App Connect funktioniert. Dann kann man einfach sein Navi darauf spiegeln. Genauen Preis habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ist irgendwie 42.000. 42? Ja, geht da okay. los, ja. Das heißt, ich kriege also ein neues Auto mit Mehrwertsteuer für 42.000 €, wenn ich das quasi als Basisversion habe. Der ist schon sehr gut ausgestattet. Ich nehme an, der hat den großen Motor, oder? Ne, das ist dann der 120 PS Motor. Ist Der jetzt hier steht, meine ich. Achso, der jetzt hier steht, ja genau. Das ist jetzt 150 PS 2 Liter. Der geht, oder? Ja, der geht schon ganz gut. Ich meine, wenn man noch ein bisschen mehr haben will, dann gibt es halt noch die 177 PS. Aber ich würde sagen, mit 2 Liter, 150 PS kommt man hier schon ganz gut zuran. Ne? Ja, zumal sich die 150 PS ganz anders anfühlen. Das Drehmoment wird laufend gesteigert. Das ist ja so das Rauskitzeln, was auch Schadstoffe, Drehmoment und Co. angeht. Ja, sehr schön. Crosscamp. Du bist in Wittlich. Das liegt zwischen Trier und Koblenz, kann man so sagen, eher so Richtung Trier. Ihr habt Kunden aus der ganzen Region? Genau, wir haben Kunden aus der ganzen Region. Wir sind hier nah an der Mosel. Bernkastel-Kues sagt wahrscheinlich mehr Leuten etwas wie Wittlich. So haben wir natürlich auch viel Verkehr von Leuten, die einfach mal am Campingplatz sind, sagen, wir kommen mal hier vorbei. Guck mal. Genau, gucken mal. Und ich sag mal so, Kunden kommen im Prinzip auch aus ganz Deutschland, die sagen ganz gerne, das ist mir egal, wo mein Händler, wo meine Werkstatt ist, ich bin im Urlaub unterwegs und ja. Du hast jetzt noch welche da am Ende September von den Crosscamp? Genau, wir haben jetzt aktuell noch 4 Stück hier stehen und wir kriegen auch noch so, sage ich mal, 5, 6 kommen noch rein. Also wir haben noch Potenzial, um die 16% Mehrwertsteuer zu nutzen. Vielen, vielen Dank. Sag nochmal deinen Namen. Marco Dietzen. Marco Dietzen von Trendfahrzeuge aus Wittlich mit dem Crosscamp. Wie heißt der ganz genau? Der da? Crosscamp. Crosscamp, genau. Crosscamp. So. Crosscamp. Crosscamp. Ja. Auf Toyota Pro Ace Verso. Pro Ace Verso Basis. Danke. Tschüss.